5. Juni 2025, es ist eine neue Konsole auf dem Markt und ich dachte mir, hey, warum eigentlich nicht? Ich mache die ganze Zeit irgendwelche Technikvideos hier auf YouTube. Es geht eigentlich immer nur um Kameras oder DJ-Technik oder wie filme ich am besten oder wie lege ich am besten auf. Aber wieso nicht auch einfach mal das zeigen, was man in der Freizeit macht? Und da würde ich mal sagen, die Nintendo Switch 2 ist hier und wir packen die heute mal gemeinsam aus. Hier oben einmal das Sicherheitssiegel aufmachen. Und in dem schönen Umkarton hier befindet sich quasi nochmal der gleiche Umkarton. Ich habe mich für die Nintendo Switch 2 Version entschieden mit Mario Kart World dabei. Einfach, weil ich finde, das ist die Version, die sich am meisten lohnt. Die 50 € mehr für das Spiel, was glaube ich im Retail am Ende fast 100 kosten wird, ist das ja fast schon ein Schnäppchen. Ein blauer Joy-Con, ein roter Joy-Con und natürlich die Konsole an sich. Hierhinter verbergen sich Papiere und der Code für Mario World, genauso wie die Kabel. Hier haben wir das HDMI-Kabel, was natürlich mit dabei ist. Diesmal auch für Ultra High Speed, damit wir auch das 4K der Switch vernünftig nutzen können. Die Adapter, dass man den Joy-Con auch als Maus für gewisse Spiele verwenden kann. Und natürlich der Handstrap, damit man den Joy-Con nicht aus Versehen in den Fernseher wirft. Für Mario vielleicht nicht unbedingt geeignet, aber für andere Spiele wie gewohnt der Adapter für die Controller. Hier haben wir noch ein USB-C-Kabel und ein Ladekabel. Und das finde ich gut gelöst. Bei der alten Nintendo Switch war das ja so, dass das Kabel direkt am Netzteil, an einem etwas größeren Netzteil mit dran war. Hier bekommen wir ein Netzteil, wie man es vom iPhone, wie man es vom Laptop kennt, wo man das Kabel einfach reinstecken kann, das Kabel und dann mit der Switch zum Aufladen verbinden kann. Und zu guter Letzt gibt es unten in der Verpackung natürlich auch noch die Docking Station. Wieder mit dem Stromadapter, HDMI-Out und dem LAN-Anschluss. Nichts Besonderes, außer dass er diesmal Lüfter mit drin hat, der Dock, damit die Switch 2 natürlich auch unter Vollleistung 4K wunderbar auf den Fernseher übertragen kann. Das sind alle Sachen, die bei der Switch 2 mit dabei sind. Ich werde die Konsole jetzt noch nicht testen, aber ich kann noch mit dazu sagen, das Einkaufen, das war echt verrückt. Ich bin heute Morgen vor der Arbeit in einen lokalen Elektronikmarkt gegangen und davor war eine Schlange von bestimmt 100 Leuten. Also sowas kenne ich normalerweise nicht, wenn irgendwo Technik rauskommt. Und es war irgendwie für mich ein ganz interessantes Ding, das einmal mitzuerleben. Irgendwie habe ich es geschafft, mich so durch die Gänge durchzuquetschen und eine der letzten Switch 2 Konsolen zu ergattern, die es dort noch im Laden gab. Was wir aber trotzdem einmal machen können, ist, glaube ich, die Konsole rausnehmen, uns die mal genauer angucken. Und was direkt auffällt, Nintendo hat eine Schutzfolie installiert. Natürlich mit dem Hinweis, diese Schutzfolie darf man auf gar keinen Fall entfernen. Ich
Ich frage mich, ob ich dann da noch eine zweite Schutzfolie drüber machen dürfte. Aber ist ein bisschen schwerer als die Vorgängerversion und der Display ist natürlich auch größer. Ich packe jetzt mal das erste Mal. Oh ja. Das ist ein echt starker Magnet und es fühlt sich echt gut an. Ich weiß nicht, ob man das hier vernünftig mitbekommt. Das hört sich richtig gut an. Hier hinten ist der Knopf zum Abziehen. Wenn man den drückt, kann man den Joy-Con wieder abziehen. Es wirkt alles deutlich, deutlich stabiler als bei der Switch 1. Ich hoffe, dass das auch deutlich länger so bleiben wird. Naja, das soll es fürs heutige Video gewesen sein. Schreibt doch mal in die Kommentare rein, was ihr unbedingt über die Switch 2 wissen wollt und was ich damit testen soll. Denn ich habe mir überlegt, ich mache noch 2, 3 mehr Videos. Ich habe auch einen Experten, der sich damit ein bisschen besser auskennt als ich und wir werden zusammen ein paar Videos für euch aufnehmen. Vielleicht kennt ihr den ja sogar schon aus dem ein oder anderen vorigen Video. Ansonsten, wir sehen uns die Tage hier auf YouTube zu einem neuen Video wieder.